Wir wollen den Praxistest machen. Lohnt sich das, im Wohnmobil so ein Teil zu verstauen? Haben wir genug Platz? Kriegen wir genug unter? Können wir das schön laden? Bestehen da Möglichkeiten und so weiter? Darüber werden wir euch auf jeden Fall informieren. Und wir gehen natürlich mit den Fahrrädern auf Tour, auf sämtlichen Wegen und Gegebenheiten. Wir fahren extra ins Gebirge, damit wir das Ganze mal richtig testen können. Lasst euch begeistern. Wir steigern unsere Vorstellungen zum faltbaren E-Bike für das Wohnmobil. Wir möchten gern ein E-Bike für unser Wohnmobil, am besten faltbar, was super in die Garage passt. Hier haben wir jetzt ein weiteres E-Bike, das DeRuis Peridot, und zwar in der Farbe Weiß. Und wir beginnen ganz schnell. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, viel Spaß, bis gleich. Ja, schön, dass du dran geblieben bist an dem Video. Wir fangen jetzt am besten an. Und zwar das DeRuis Peridot. Das packen wir jetzt mal aus. Wir machen das hier im Schnellverfahren. Ja, liebe Freunde, das ging ja mal richtig schnell, fix und fertig hier aufzustellen. Es ist alles vormontiert, selbst die Pedalen sind vormontiert. Das Einzige, was man lediglich braucht, ist ein Innensechskant für den Lenker. Der Lenker muss noch montiert werden. Wir haben es bei den anderen E-Bikes schon gesagt, nehmt ganz einfach eine Schere, so wie wir. Und nicht wie bei den anderen Herstellern, dass die schwarze Kabelbinder genommen haben. Nein, die haben grüne Kabelbinder genommen zum Verpacken. Da sieht man ganz genau, was man durchschneiden kann und sollte. Also am besten mit der Schere, vermeidet das Kartabmesser, nehmt eine Schere, so vermeidet ihr auch Schäden. Was wir noch vergessen haben, liebe Freunde, ist natürlich das Zubehör. Das haben wir hier drin. Das ist separat super alles verpackt. Wir haben jetzt hier eine Bedienungsanleitung vom Peridot, wunderschön alles erklärt. Und dann haben wir hier das Ladegerät. Dann haben wir hier die zwei Schlüssel für das Akku. Und dann haben wir hier drin, das sieht aus wie eine Werkzeugtasche. Ja, steht auch drauf, ein Toolkit. Hier, ihr seht es, mit verschiedenen Schlüsseln. Was wir natürlich jetzt hier vermissen, ist auch wie bei den anderen E-Bikes eine Tasche, wo man das E-Bike reintun kann für die Wohnmobilgarage. Das hätten wir uns sehr gewünscht, haben wir hier nicht mit dabei. Und die Firma DeRuis soll einen wunderbaren Support haben, einen wunderbaren deutschen Support haben und natürlich auch Vertragshändler bzw. Vertragswerkstätten in Deutschland. Die Karte blenden wir mal mit ein, dass ihr das mit seht. Wir haben jetzt das Fahrrad fertig zusammengebaut und jetzt hier bei dem DeRuis Peridot einmal auf die technischen Daten ein. Und zwar haben wir jetzt hier die Farben einmal in Dark Graffiti. Das ist so ein Schwarz. Und dann haben wir Blau, nennt sich die Farbe, dann Sanitblau und wir haben hier das Mineral Weiß. Das ist nicht so ein richtiges Weiß, wirklich so ein Mineral, so ein cremefarbenes Weiß. Der Rahmen ist aus Alu, die Einsteigerhöhe, wie wir sie hier haben, ist 36 cm, ein sogenannter Tiefeinsteiger und natürlich faltbar. Wir sehen das hier.
Der Hecknabenmotor hat 250 Watt, läuft mit 48 Volt und hat 55 Newtonmeter. Angegeben wird hier die Reichweite vom Hersteller maximal 143 Kilometer, aber da wissen wir ja selbst, von was das alles abhängt, die Fahrstufen, die Straßengegebenheiten, das Gewicht, die Witterungsbedingungen, die Temperaturen und so weiter. Also das hängt ja alles hier von ab, die Reichweite der Kilometer. Dann haben wir natürlich hier einen Pedalensensor drin von 0 bis 5 Stufen. Dann haben wir eine Anfahrhilfe. Und das Ladegerät ist 48 Volt, 2 Ampere. Das Ganze wird dann hier angesteckt. Wir haben hier eine sogenannte Ladedose und da können wir das E-Bike laden. Dann haben wir hier ein Rücklicht dran. Das sehen wir hier. Und das Frontlicht, das sehen wir hier. Optisch sehr gut gemacht. Wir schalten das Ganze mal ein, denn das Baridot, wie wir es hier sehen, hat ein Bremslicht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Entsprechend, ich drücke mal drauf. Also live sieht das heller aus, bestimmt als im Video. Hier haben wir das Licht nach vorne. Hydraulische Scheibenbremsen, das Ganze. Dann haben wir hier die Schutzbleche, die sind auch aus Aluminium sehr robust verbaut. Die Gabel kann man einstellen und zwar Federweg sperren und normaler Federweg. Selbst das hiervon, schaut euch das mal an, das sieht ja richtig super aus. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Welcher Fahrradhersteller das hatte? Drauf Diamant. Die haben sowas gehabt, das sieht richtig, richtig edel aus. Hier haben wir die Batterie. Die Batterie, die kann man ganz einfach entsperren. Schlüssel rein. Ich hole mal einen Schlüssel. Also hier an der Seite. Hier an der Seite haben wir einen Schlüssel. Da kommt hier rein. Dann wird das Ganze entriegelt. Und dann merkt man das schon, dass die Batterie von sich selbst entriegelt. Dann drehen wir die bloß leicht nach rechts und schon können wir die Batterie rausnehmen und separat laden. Dann haben wir hier den Verschluss und das finde ich total klasse gemacht. Wir haben hier die Verriegelung und das kann man ganz einfach aufmachen und das ist doppelt gesichert. Und wir schauen uns das nochmal an, wenn wir das dann klappen. Das ist richtig solide verarbeitet, das sehen wir hier auch. Und dann machen wir den Sicherungshebel ran und der Faltmechanismus verriegelt sich hier automatisch. Dann haben wir wieder eine fettfreie Kette und wir haben hier einen wunderbaren Trage- und Haltegriff, wenn wir das Fahrrad im Wohnmobil verstauen. Bremsen haben wir gesagt, 2x180er Scheibe vorn und hinten. Jeweils hydraulisch. Dann haben wir die 8-Gang Shimano. Hier haben wir die Schalteinrichtung am Lenker. Und hier haben wir die 8-Gang Shimano Altus. Die ergonomischen Griffe hier am Lenkrad. Die Klingel haben wir hier dran mit. Dann haben wir die Schnellspanner für die Räder. Das ist auch ein großer Vorteil, finde ich total klasse. Reifen haben wir hier, 20 Zoll steht hier drauf, mal 3.0. Dann haben wir hier das Steuergerät. Außen, ob das jetzt so gut ist, okay, müssen wir sehen. Dann haben wir hier die Pedalen. Die Pedalen sind natürlich aus Kunststoff komplett, aber die sind natürlich einklappbar, wie bei den anderen E-Bikes auch. Dann haben wir den in längs verstellbaren, hier hinten haben wir die Schraube dran, hier ist die Schraube dran, längs verstellbarer Seitenständer. Was natürlich auch gewaltig ist von diesem E-Bike, die Traglast hier von dem Gepäckträger wird vom Hersteller angegeben mit 50
Kilogramm. Leute, überlegt euch das mal. 50 Kilogramm könnt ihr hier draufladen. Also das ist schon solide gemacht. Wenn wir das hier sehen, mal die Schweißnähte hier und auch ordentlich lackiert. Richtig super gemacht. Das Fahrrad insgesamt könnt ihr im Grunde genommen mit 155 Kilo beladen. Das Gewicht von dem E-Bike 26,7 Kilogramm. Das wird vom Hersteller angegeben. Die Maße, so wie es jetzt hier steht, 1,70 Meter lang, 1,17 Meter hoch und 61 Zentimeter breit. Das kommt hin im gefalteten Zustand. Wir werden das nochmal falten, da werden wir euch das mit zeigen. Im gefalteten Zustand kommen wir hier dann auf einer Länge von 98 cm mit einer Höhe von 73 und natürlich die Breite von 50. Das nimmt sich nicht sehr viel zum anderen. Und was wir natürlich auch haben, und das werden wir euch speziell nochmal zeigen, wenn wir das jetzt in der Praxis testen. Wir haben hier eine Smart App. Wir können im Grunde genommen per App auf das Fahrrad zugreifen, aber das zeigen wir euch nochmal separat. Dann haben wir das hier verriegelt, den Lenker, und da tut sich natürlich nichts. Ihr seht das, und nicht wie bei den herkömmlichen, dass wir das auf dieser Seite haben, sondern wir haben den genau entgegengesetzt, und hier haben wir dann einen Entriegelungsknopf für den Lenker zum Abklappen. Und jetzt klappen wir den Lenker mal ab. So schaut es jetzt aus. Und fertig ist das. So, und jetzt können wir das Bike, so wie es ist, zusammenklappen. Den Faltmechanismus werden wir euch auf jeden Fall nochmal mit zeigen, dass ihr das nochmal ganz genau seht. Das Peritot, wir haben jetzt eingestellt hier ohne Unterstützung, und da fahren wir ganz normal. Ich werde jetzt hier mal die Unterstützung hinzufügen. Hier geht jetzt die Sirene und die 1. Die 1 haben wir jetzt hier bis 10 km/h. Die Fahrstufe 2 Unterstützung, da sind wir bei 13,5, 14. Fahrstufe 3 in 17 km/h. Fahrstufe 4, ihr hört, es geht mächtig los. 23 km/h und die Fahrstufe 5 wie gewohnt maximal 25 km/h. Es lässt sich wunderbar fahren. Der asphaltierte Untergrund, das macht schon einiges aus. Wir testen das Fahrrad jetzt mit relativ wenig Luft. Ich habe jetzt nicht so viel drauf. Ich glaube 25 PSI auf den Reifen, weil wir ja hier die Wiese haben. Wir fahren auf jeden Fall mal über die Wiese und wir fahren auf jeden Fall auch einmal Schotter und probieren das Ganze im Sand. Wenn ich aufhöre mit Treten, lässt die Unterstützung sofort nach. Die hydraulischen Bremsen sind wunderbar, greifen sofort und flüssig. So, jetzt haben wir den unebenen Untergrund, die Wiese. Also er kämpft, wir merken das. Man muss auch ein bisschen treten. So, und jetzt fahren wir hier vorne mal auf Schotter. Vorteil ist, dass der Motor nicht nachläuft, wenn man aufhört zu treten. Jetzt fahren wir mal Schotter. Und Schotter, merkt man, läuft wunderbar.
stabil. Jetzt fahren wir mal auf diesen Rasengitter. Ich habe das Gefühl, das ist weicher. Wir fahren jetzt in der Fahrstufe 3, angenehmes zu fahren. Wir haben die ergonomischen Griffe rechts und links. Die sind sehr schön. Wir haben die hydraulischen Bremsen vorn und hinten. Und jetzt testen wir das Ganze mal in Sand. Mal sehen, ob die Luft ausreicht. So, jetzt haben wir die Sandstrecke. Geht wunderbar. Motor greift. Der Sand ist relativ tief und feucht, aber geradeaus fahren ist ein Genuss mit den Fettreifen im Sand. Unebener Untergrund. Jetzt haben wir hier den steilen Berg. Und ihr merkt, Fahrstufe 5, er zieht bergauf an. Eine sehr steile Steigung. Jetzt gehen wir mal in die Fahrstufe 5 und testen mal ganz entspanntes Treten, 25 km/h. Wunderschönes Fahren. Man sitzt angenehm auf dem E-Bike und ihr seht's, Stufe 5, er zieht sofort an. Ich höre auf und sofort hört die Unterstützung auf zu schieben. Wichtig bei den E-Bikes, dass wir immer mit den ersten Gang starten, damit wir nicht die Schaltung so belasten. Und die Fahrstufe 2, 3. Und jetzt schalten wir mal mit unserer Schaltung. Und ihr seht es, die Shimano-Schaltung schaltet sauber, präzise und geräuschlos. Die 8-Gang Shimano-Schaltung ist schon qualitativ sehr gut aufgestellt. Wir haben jetzt die Fahrstufe 4 und ihr seht es, die Shimano-Schaltung schaltet präzise die Gänge durch. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, ihr habt es gesehen, das Deroo Speridot, das lässt sich wunderbar angenehm fahren, auf Asphalt, auf Wiese, Schotter und natürlich auch auf Sand. Mit dem Fettreifen, die Schaltung funktioniert wunderbar, es lässt sich sehr geräuschlos schalten und sehr zügig geht die Schaltung hier bei dem Deroo Speridot und natürlich lässt sich auch das Fahrrad hier angenehm im Sand, wie ihr es gesehen habt, beherrschen. Ja, wir gehen einmal weiter. Wir testen jetzt einmal das Deroo Speridot im Dunkeln. Mal sehen, ob wir viel sehen. Wir werden natürlich mit unserer Kameraausrüstung hier nicht sehr viel sehen, aber wir haben einige Aufnahmen für euch gemacht. Schaut es euch ganz einfach mal an, was die Beleuchtung hier von dem Deroo Speridot hergibt. So, Display, wir machen jetzt hier mal die Beleuchtung an und die ist schon richtig hell, wie wir sehen können, und das Rücklicht, ihr seht es, sieht man wunderbar, der Scheinwerfer auch. Wir schauen mal hier Bremsleuchte, dass ihr das noch mal seht. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, wenn man die Bremse drückt. Jetzt fahren wir mal ein Stück und ihr seht es.
eine wunderbare Ausleuchtung. Ist schon ein vernünftiges Licht. Ich weiß nicht, ob wir das so sehen können. Hier auf unserer Nachttour mit dem Derouz Beridot, die Nachtfahrt und das Licht. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, auch wenn ihr in diesem Video nicht so sehr viel sehen konntet wie wir mit dem 100 Lumen Scheinwerfer, der ist natürlich top an diesem E-Bike. Auch das Rücklicht mit diesem integrierten Bremslicht ist wunderbar. Wir springen jetzt einmal weiter. Wir zeigen euch, wie wir das E-Bike im Wohnmobil verstauen werden. Wohnmobilfreunde, jetzt zeigen wir euch noch einmal, wie wir die E-Bikes, die faltbaren E-Bikes in unserer Wohnmobilgarage unterbekommen. Wir fahren das ganz einfach erstmal hoch, ganz hoch, denn da kommen wir am besten rein. Auf diese Seite machen wir die E-Bikes, denn hier haben wir Tische und Stühle und das passt dann auch. Und E-Bike 2 kommt jetzt hier bei uns in die Garage. Ich zeige euch das nochmal hier. Hier haben wir einen schönen Griff dran bei dem Derouz. Und das stellen wir jetzt erstmal hier rein, einen Gurt festmachen, damit wir die E-Bikes hier sichern. Ich tue jetzt hier vorwiegend das E-Bike am Rahmen sichern und das E-Bike ist gesichert. Was ist? So, liebe Freunde, so schaut es dann bei uns aus. Wir haben jetzt hier die zwei E-Bikes hintereinander. Ist der Platz von 2 Fahrrädern, muss ich jetzt mal zugeben. Das heißt, wir sparen jetzt nicht wirklich viel mehr Platz, aber die Höhe. Das heißt, wir lassen ja das Bett wieder runter und haben jetzt nach oben viel mehr Platz und somit haben wir auch mehr Stauraum bzw. mehr Stauraum nach oben. Wer solche E-Bikes sich zulegen möchte, besorgt euch ganz einfach solche Taschen. Wir werden einige Taschen mal mit verlinken, die wir uns ausgesucht haben, von den Maßen her, dass das von den Maßen her passt. Die werden wir hier in der Videobeschreibung oder hier im Film mal mit verlinken für euch. Da könnt ihr das ganz einfach mal nachschauen. Und wir machen jetzt weiter im Film. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das war einmal unser Test mit dem weiteren E-Bike, weiteren faltbaren E-Bike mit Fettreifen, das Derouz Beridot. Ihr habt es gesehen, es lässt sich wunderbar handeln in Fahrstrecken, die uneben sind, wie Waldboden oder Schotter oder Rasen und natürlich auch im Sand. Wir haben hier tiefen Sand vorgefunden und wir haben den Luftdruck ein wenig reduziert und somit konnten wir das wunderbar in dem tiefen Sand handeln. Das Fahrrad ist natürlich von der Verarbeitung sehr positiv, also das hat uns auch positiv überrascht, muss man sagen. Man hat hier einen wunderbaren Lenker, die ergonomischen Griffe und die Batterie im Rahmen verstaut, also das gefällt uns natürlich sehr. Mit dem Sattel hat man so unsere Probleme, den kann man natürlich auch austauschen, aber für uns ist er natürlich ein wenig zu hart. Die Schweißnähte sind top verarbeitet, die Lackierung ist top, das Handling im Falten, habt ihr gesehen, funktioniert wunderbar, es ist schnell zusammenzufalten. Natürlich haben wir hier auch wieder, wie bei den anderen Herstellern, das Problem, dass man keine Tasche hier bei dem E-Bike mit dazu hat. Das E-Bike ist natürlich auch ein sogenannter Tiefeinsteiger, das heißt, man kann das wunderbar benutzen, auch für kleinere Personen oder für die Damen ist es wunderbar geeignet mit dem Tiefeinsteiger. Das Fahrrad hat natürlich auch Chantal gefahren, ist auch für kleine Personen bis 1,50 super geeignet und natürlich auch für unsere Größe bis 1,80 habe ich hier keine Bedenken bei diesem E-Bike. Sollten wir etwas vergessen haben oder ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es ganz einfach einmal in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch die Webseite von Derouz hier besuchen. Da findet ihr jede Menge an Angebote, Informationen. In der Vorweihnachtszeit finden hier Auslosungen, Verlosungen, Preissenkungen statt. Schaut es euch ganz einfach einmal an. Ansonsten
Fragen in die Kommentare unten rein. Wir werden euch so schnell wie möglich hier drauf antworten. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, das war es einmal gewesen, das Berridot von Ries. Hier im Unboxing und natürlich die technischen Details. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, das kostenlose Abo mit der Glocke. Wenn euch das Video gefallen hat oder das E-Bike gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir würden uns freuen. Alle weiteren Informationen zu diesem E-Bike findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung oder auf der Seite vom Hersteller. Wir wünschen eine schöne Zeit. Wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss.